Das ist das erste Video von einer ganzen Reihe von Videos zum Thema HTML5 und CSS3. Das ein Referat war, das ich gehalten habe im Kurs Medienbezogener Darstellung und Gestaltung in meinem Studium Medieninformatik und Gestaltung an der Uni Bielefeld. Meine Idee war, dass man nichts weiter braucht als CSS und HTML-Kenntnisse, um das Referat zu verstehen und sich das dann ansieht und rausgeht und am Schluss ein HTML5 und CSS3 Pro ist. Aber die Themen sind doch etwas umfangreich und ja, man sieht das auch. Ich hab 665 Folien, also ja, viel. Ich musste das Referat dann kürzen für den eigentlichen Vortrag. Aber okay, das kompensiere ich ja jetzt hier mit diesen YouTube-Videos. Okay, also, ich fange an mit den Grundlagen. Ich erkläre erstmal, was das W3C ist für alle, die das nicht kennen und was die WhatWG ist und bringe euch auf den Stand der Dinge, was Webtechnologien angeht, also HTML und CSS. Dann geht es auch schon los mit dem großen Teil CSS3, wo ich mit den CSS3 Selectors beginne, Media Queries, funktionelle Notation, was ist das alles? Dann kommt ein Teil zu Microsoft und Webstandards. Sehr wichtig, was hat der Internet Explorer mit dem Ganzen zu tun, mit dem ganzen Thema. Dann kommen die CSS3 Eigenschaften. Webfonts, Transformationen, Transitions und Keyframe Animation. CSS3 im mobilen Web. Warum macht ausgerechnet dort CSS3 irgendwie Sinn? Und warum habe ich ausgerechnet dorthin das Thema WebKit-spezifische CSS-Eigenschaften gepackt? Wir werden sehen. Okay. HTML5. Zuerst die Entstehungsgeschichte und was HTML5 mit XHTML2 zu tun hat oder inwiefern die Entstehungsgeschichte damit zu tun hat. Dann kommt so ein Walkthrough durch die ganzen HTML5-Elemente, wobei ich anschließend auf das Video-Element nochmal im Besonderen eingehe. Dort dann auch diese große Diskussion zu Thera versus H264 und das Canvas-Element, bei beiden auch die jeweiligen APIs. Und dann natürlich, das darf nicht fehlen, HTML5 versus Flash. Ist zwar im ganzen Internet schon breit getreten worden, aber das ist einfach, das war mein Einstieg in diese ganze HTML5-Geschichte. Davor wusste ich gar nicht, dass es überhaupt ein HTML5 gibt. Und dann nochmal die APIs, die HTML5 jetzt neu definiert. Da gibt es ja einige. Ich gehe auf drei ein, nämlich Offline Storage, Geolocation und Web Workers. Und dann war es das auch schon zu HTML5 und es gibt das Fazit davon. Und die Probleme, denn viele Entwickler meinen ja, dass man das getrost ignorieren kann, weil sich das eh alles nicht durchsetzen wird und so weiter. Warum denken die so? Und ich habe einen Lösungsansatz mal in Anführungszeichen geschrieben. Und wer sich noch weiter mit diesen Themen befassen möchte, für den habe ich dann noch am Schluss weiterführende Links.